Hallo und herzlich willkommen zu Ride the World to Adventure. In diesem Teil sind wir quasi zum Tee bei der Queen und danach haben wir noch eine Fortbildung in Sachen Whisky in Dufftown. Ausgeschlafen starten wir am nächsten Morgen von unserem Bed and Breakfast ab in die Highlands. Wie auch das Jahr zuvor machen wir wieder Halt am Cairn Mount. Das Wetter ist gut und die Aussicht ist wirklich fantastisch. Cairn Mount starten wir dann über die Cairngorms nach Balmoral Castle. Bevor wir das Schloss besuchen, nehmen wir einen kleinen Snack zu uns. Es ist ja schließlich Tea Time, also machen wir es wie die Einheimischen. Als dann aus dem Tor ein paar Wachen herausmarschiert kommen, sind wir erstmal nicht weiter verwundert. Nachdem die Ausrüstung penibel kontrolliert worden ist, erscheint dann die Staatskorosse und wir können unser Glück kaum fassen. Denn heraus steigt Her Majesty the Queen herself, um die Wache abzunehmen. Nachdem sich die Queen hier aufhält, ist an einen Besuch des Schlosses hier leider nicht zu denken. Also cruisen wir noch ein wenig durch die Jagdgründe der Queen und nehmen dann Kurs auf Blair Castle, unserem heutigen Tagesziel. Auf dem Caravan Park haben wir uns eine Hütte gemietet, die ganz sauber und ordentlich aussieht. Nebenan auf der Weide grasen Kühe, die mit ihren Hörnern ziemlich gefährlich aussehen. Ich glaube, der Stacheldraht ist für diese Tiere kein wirkliches Hindernis. Aber wenn es sie juckt, ist es sehr nützlich. Zwei unserer Freunde haben sich ein Auto gemietet und wir freuen uns, dass wir sie zum Abendessen wiedersehen. Dummerweise vergesse ich meine Jacke in ihrem Auto, aber Gott sei Dank war es nicht die vom Motorradkombi. Am nächsten Tag besichtigen wir das Castle und machen einen Ausflug zu den Falls of Brewer.
Wasserfälle und die Natur sind echt beeindruckend. Hungrig kommen wir zurück und besorgen uns noch eine Kleinigkeit zum Abendessen. Am nächsten Morgen starten wir nach einem Full Scottish Breakfast in Richtung Dufftown. Nachdem wir bei der Tomatin Distillery vorbeikommen, müssen wir natürlich anhalten und sie besichtigen. Ballinderloch Castle war es schon zu, als wir ankamen, aber durch die Gärten streunen und von außen ein paar Bilder machen, das war kein Problem. Dufftown ist für jeden Whisky-Liebhaber, der nach Schottland kommt, einfach ein Muss. Über dieses Städtchen gibt es einen bekannten Spruch: Rome was built on 7 hills, Dufftown stands on 7 stills. Von den 7 Destillerien sollten zumindest 3 Namen ein Begriff sein: Mortlach, Balvenie und Glenfiddich. Am nächsten Tag machen wir einen kleinen Ausflug. Wir besuchen zuerst eine kleine Cooper Ridge und schauen, wie die Fässer dort wieder aufbereitet werden. Wir dürfen selber an einem kleinen Modell üben und stellen fest, das ist gar nicht so einfach. Danach fahren wir am Rivers Bay entlang zum Meer. Natürlich entdecken wir auf dem Weg ein paar bekannte Fotomotive. Die Brücke ist aber auch sehenswert. Am Meer ist es kühl, trocken und etwas windig, aber für Schottland ist das Wetter ganz in Ordnung. Wir haben gehört, dass hier häufig Robben und Seelöwen zu sehen seien, aber wir haben leider keine gesehen. Wir gehen ein wenig am Strand spazieren, genießen die salzige Luft und trinken noch einen Tee im nächsten Dorf. Dann müssen wir wieder zurück, denn wir haben nachmittags noch ein Date mit Michelle. Mit ihr machen wir einen Spaziergang durch die Hinterhöfe der Destillerien, also nicht die schönen Visitor Center. Und sie erzählt uns auch, was hinter den Kulissen abgeht. Der Kampf um die Machtanteile der großen Konzerne, wie Destillerien aufgekauft werden, nur um sie zu schließen. Natürlich wird auch dabei das ein oder andere Glas Whisky verkostet. Am Abend sind wir noch eingeladen zu einem Cailith, eine sehr gesellige Party für Jung und Alt mit traditionellen Tänzen.
eigentlich nicht dazugehörten, mussten wir mit auf die Tanzfläche. Wir hoffen, wir sind niemandem zu sehr auf die Füße gestiegen. Leicht verkatert musste ich am nächsten Morgen erstmal Katjas Koffer reparieren.